Wir sind Christopher und Andrea und nehmen euch mit auf unsere Abenteuer. Im letzten Teil haben wir unseren Camper gegen ein Segelboot getauscht. Dieses Mal tauschen wir ihn gegen ein Zelt, denn wir wollen die Götter auf dem Olymp besuchen und stoßen dabei an unsere Grenzen. Wir sind heute ganz früh morgens gestartet mit unserer Tour auf den Olymp. Ein paar Details werden wir nachher gleich nochmal erzählen. Wir müssen erstmal ein bisschen Strecke machen. Wir sind bereits fast 3 Stunden unterwegs und endlich die Sonne kommt. Das fühlt sich richtig schön an. Wir haben nämlich gesagt, wenn wir in der Sonne sind, gibt es die erste Pause. Und das ist jetzt gleich. Ich bin jetzt erstmal ohne Rucksack hier die Lawine auskundschaften gehen, weil es nicht ganz klar, wo der Weg jetzt hier lang verläuft. Und wir müssen die Lawine jetzt ein kleines Stückchen hochgehen und dann geht es rechts aus der Seite, die wir reingekommen sind, geht es wieder raus. Und müsste da hinten irgendwo die Hütte sein. Noch kann man die leider nicht sehen. Links raus jetzt. Ja, kannst auch, komm erst ein Stückchen hoch noch und dann kannst du links raus, geht einfacher. Schwieriger als gedacht hier mit der Wegfindung, aber wir haben zumindest schon mal eine Schutzhütte gefunden, falls wir nicht mehr weiterkommen. Das ist ein schönes Plateau, da könnten wir auch zelten. Wir müssen jetzt nämlich irgendwie bei die Lawine rüberkommen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Hütte, zu der wir eigentlich wollten, wo wir eigentlich campen wollten und dann am nächsten Tag dann noch weiter rein. Mal schauen, ob wir den Weg noch finden. Ansonsten bleiben wir hier. Wir versuchen jetzt noch 1-2 Stunden über die Lawine zu kommen und wenn wir es nicht schaffen, dann schlagen wir hier unser Lager auf. Hab den Weg gefunden. Ja, genau, hier geht es jetzt weiter und dann da wieder ein bisschen hoch und dann sind wir eigentlich rüber über die Lawine. Oh, hier war es ein bisschen höher lang. Ist ja alles eigentlich ganz gut übergesprungen. So, wir kundschaften gerade den Platz für unser Zelt aus. Eigentlich wollten wir noch weiter, aber das erzählen wir gleich. Wir bauen erstmal das Zelt auf, weil noch ist ein bisschen Sonne. Das genießen wir. Und wenn die Sonne nachher untergegangen ist, dann können wir das mal erzählen. Los.
Wir sind an unserem Basecamp angekommen. Ja, wir sind halt, wollen auf den Olymp. Also Ja. kann man so sagen, sagt man so. Weil der Olymp ist eigentlich ein Gebirge. Also das war uns vorher auch gar nicht so bewusst. Wir dachten immer, der Olymp ist ein Berg. Aber das ganze Gebirge hier in Nordgriechenland, das heißt halt Olymp. Weil man sagt immer der Olymp. Aber ich glaube, ne? Nennen die Griechen, im Griechischen heißt das auch ein bisschen anders. Mount Olympus. Ja, also genau. Und es kommt ja auf also das ist der Sitz der Götter und deshalb heißt das der Olymp. Der höchste Gipfel hier ist der Mythikas. Der ist hinter uns zu sehen. Also glaube ich zumindest, dass der das ist. Das müssen wir nochmal verifizieren. Aber das müsste der schon sein. Und der ist 2918 Meter hoch. Ja. Und in die Richtung wollen wir uns morgen mal bewegen. Also mal sehen, ob wir raufkommen, das wissen wir noch nicht. Und wir gucken auch mal, wie die Nacht so ist und wie kalt es wirklich ist. Ja, das ist auch so ein Parameter, den wir schwer einschätzen können, weil wir erwarten halt minus 12 Grad in der Nacht. Und es sind auch permanent Minusgrade. Das macht hier die Wasserversorgung etwas schwierig. Deswegen haben wir uns auf Schnee geschmolzen für Tee. Weil wir haben zwar noch Wasser, aber wir müssen natürlich mit unseren Wasservorräten haushalten. Wir haben nur 4 Liter dabei und haben für die Tour halt maximal 3 Tage eingeplant. Also Lebensmittelversorgung haben wir für 3 Tage dabei. Zelt werden wir hier am Basecamp auch stehen lassen, haben wir uns jetzt unterwegs so überlegt. Ja. Ursprünglicher Plan war so ein bisschen, wir gehen halt mit komplett Equipment, gehen wir rauf. Dann gibt es noch eine weitere Hütte und dann könnte man auch einen anderen Weg wieder absteigen. Aber das schaffen wir nicht. Also so über das Schneefeld, wir hatten jetzt dieses Lawinenfeld schon und jeder von uns hat so 15 bis 20 Kilo im Rucksack. Also wir haben ja die Klettergurte, wir haben Seil dabei, wir haben die Steigeisen, wir haben die Eispickel dabei, dann haben wir das komplette Übernachtungsequipment mit genau, nochmal Zelt. Nochmal eine Hose, nochmal eine dicke Jacke halt. Und ja, das wird genau, weil wenn man geht, braucht man nicht so warme Klamotten. Wenn wir übernachten, brauchen wir warme Klamotten. Und ja, das ist ganz schön schwer. Das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt, das Gewicht wirklich, weil das geht, also wir sind 10 Kilometer, glaube ich, 10 Kilometer und 1,1 Höhenkilometer haben wir heute gemacht. Wollten eigentlich auch noch weiter, hatten jetzt erst überlegt, das Zelt hier aufzubauen und dann nochmal den Weg auszuchecken für morgen. Aber es wird jetzt auch nachher dunkel und ja. Wir richten lieber jetzt unser Nachtlager schon mal ein, machen uns ein bisschen was zu essen und dann stehen wir morgen wieder ganz früh mit dem Sonnenaufgang auf. Lassen das Zelt hier stehen. Also ich glaube, es ist hier kein Problem, hier ist halt nicht los. Also und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir halt weiter mit abgespecktem Equipment und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, eigentlich hatten wir das auch letztes Mal schon geplant, aber irgendwie hat es nie gepasst. Nee, letztes Mal war halt, das ist ja auch mal eine Wettergeschichte. Wir haben jetzt wirklich perfektes Wetter. Also wir haben die nächsten 3, 4 Tage ist Sonnenschein. Und Minusgrade. Und Minusgrade, was auch sehr gut ist mit den Minusgraden, weil wenn wieder Schmelztemperaturen sind, also wenn Plusgrade sind, dann ist halt wieder die Lawinengefahr da. Und der Schnee ist absolut hart gefroren, geht sich super. Ja. Da muss man eigentlich kaum Angst haben. Ja, mit den Steigeisen sowieso kein Problem. Und deswegen sind wir ganz zuversichtlich, dass wir das morgen schaffen. Im Sonnenschein. Da oben ist auch immer noch Sonne. Ja. Also wenn wir jetzt da oben zelten würden, hätten wir es bis hoch geschafft, hätten wir jetzt noch Sonne. Aber das war echt anstrengend. Ja. Aber der Tee tut gut. Oh, ist ordentlich kalt. Aber im Zelt ist ein bisschen wärmer. Ich habe erstmal die ganzen Wasserflaschen reingebracht und die Kameraakkus, weil die Kamera geht immer aus. Selbst die GoPro. Ich glaube, die mag das mit den kalten Temperaturen nicht. Also ich weiß nicht, wie kalt es jetzt ist. Aber wie gesagt, angesagt sind in den Morgenstunden morgen früh minus 12 und über Tag sind, glaube ich, minus 8. Langsam ziehen ein paar Wolken rein. Aber das ist ja eigentlich gut. Kann über Nacht Wolken reinziehen. Dann wird es nicht so kalt. Stimmt. Hauptsache, die ziehen morgen wieder raus und es schneit nicht. Der Schnee ist wirklich nicht angesagt. Also so nee, ein paar Wolken, ja, aber genau, also Wettervorhersage ist ganz gut. Also es ist auch ziemlich cool, hier oben zu sein auf der Hütte, weil ich habe vor ein paar Jahren hier mal eine Doku gesehen. Eigentlich haben wir die zusammen gesehen, aber Andrea kann sich anscheinend nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich bin eingeschlafen. Die war aber gut. Das ist nämlich ein sehr beliebtes Wanderergebiet und im Sommer ist ja halt richtig was los. In der Hütte sind über 100 Betten. Also es sieht gar nicht so aus, da ist ordentlich Platz und das wird halt hier oft als Aufstieg dann halt auf dem Mythikas benutzt. Und im Sommer ist die Tour auch bei Weitem halt nicht so schwer. Es gibt wohl 1, 2 so kleine Stellen, wo man ein bisschen kraxeln muss, aber halt irgendwie noch kein richtiges Kletterniveau, dass man dann irgendwie in Seilschaft gehen müsste. Aber im Winter ist das halt hier eine ganz andere Nummer. Da ist man hier alleine unterwegs. Ja, und was hier im Sommer wohl ein ganz großes Problem ist, ist die Wasserversorgung. Die haben da oben
ist so ein Wasserspeicher und der wird nur mit Schmelzwasser immer befüllt. Und ja, wenn Schmelzwasser aus ist, dann ist blöd, ist hier halt kein Wasser mehr. Weil hier gibt es halt wohl kein Quellwasser mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Doku. Ist ja halt alles verdammt trocken. Gutes Griechenland. Ich hätte ja ein Feuerzeug benutzt, aber das durfte ich nicht. Andrea wollte das unbedingt mit Feuerstahl anmachen. Mal gespannt. Aber es sieht schon gut aus. Also ich bin sehr überrascht. Also kriegt sie ganz gut hin bisher. Es geht jetzt übrigens schon so 3 Minuten ungefähr. Das letzte Mal 20 gedauert. Hast du das letzte Mal 20 Minuten gebraucht, um das Feuer damit anzukriegen? Ja. Das ist ja nicht mal Ehrgeiz. Es brennt schon ganz leicht, aber wir mussten ehrlicherweise ein Taschentuch zur Hilfe nehmen, weil so haben wir es nicht anbekommen. Birkenrinde geht sehr gut, aber das gibt's hier nicht. Gut geschlafen? War ein bisschen kalt, ne? Klamotten sind auch alle noch kalt. Ja, war richtig kalt, also war wirklich so Limit für uns und für das Material. Kälte hätte es nicht sein dürfen. Mir ist dann irgendwann abends auch eingefallen, vielleicht sollte ich die Wasserflasche mit in den Schlafsack nehmen. Das war auch super unangenehm, weil die ja war schon kalt und dann hat das ganze Kondenswasser an der Flasche hat den abgeschlagen, weil ich wollte natürlich nicht, dass dann morgens unser Trinkwasser eingefroren ist. Das wäre blöd gewesen. Dann hätten wir erst alles aufkochen müssen und dann habe ich zusammen mit der Wasserflasche geschlafen und das war schon ziemlich kalt. Ja, und zwischenzeitlich habe ich auch so gedacht, immer die ganze Zeit, ach, warum tun wir uns das an? Ich glaube, wir gehen heute einfach wieder runter. Wir gehen dann nicht mehr auf den Berg. Und dann heute Morgen, Reißverschluss auf, sehe ich den Berg. Denke ich, ach ja doch, eigentlich, jetzt verstehe ich das, warum wir da rauf wollen. Jetzt machen wir uns erstmal einen Tee, schmelzen unser Wasser, damit wir uns einen Tee machen können. Und dann ja, machen wir uns mal voll motiviert darauf auf den Berg. Aber wir werden heute definitiv wieder absteigen. Also wir hatten ja die Option, wir gehen heute dann auf den Mythikas, weil der Weg auch noch recht weit ist und im Schnee echt lange dauert. Und dann gehen wir wieder zurück und haben hier unser Basecamp und pennen hier noch eine Nacht. Werden wir nicht machen. Also wir werden uns ein Zeitlimit setzen, dass wir bis zum Kamm oder so vielleicht nur gehen. Vielleicht kommen wir auch weiter, je nachdem, was der Schnee so zulässt. Dann gehen wir wieder runter, bauen unser Zeltlager ab und gehen halt wieder komplett runter zum Auto. Weil das war doch ganz schön hart, die Nacht. Heute filtern wir das Wasser mal vor, weil hier so viel von den Bäumen so ein bisschen Dreck und Verunreinigungen drin sind im Schnee. Gestern bin ich mal ein bisschen höher gegangen, fast oberhalb der Baumgrenze, da war der Schnee ein bisschen sauberer, aber da hatte ich heute Morgen keine Lust zu. Deswegen habe ich Schnee von hier unten genommen und da ist überraschend viel Dreck drin. Und naja, jetzt filtern wir das vor. Es geht mit dem Filter eigentlich ganz gut, da kann man auch halt Flusswasser rausnehmen. Und ja, das sollte dann unsere Trinkwasservorräte wieder auffüllen. Und mit dem restlichen Wasser machen wir dann uns unseren Tee oder Kaffee. Ich weiß noch gar nicht, was wir heute machen. Tee oder Kaffee? Tee. Ah, stimmt, wir haben Kaffee, haben wir gar nichts dabei. Ne? Wir mussten uns ja entscheiden, was wir mitnehmen. Minimalistisch gepackt. Da drüben müssen wir raus, ja.
Ne, wir gehen hier so. Wir gehen da wieder Hunde gehen. So gehen wir auch. Wir sind gerade wieder auf dem Weg runter. Also wir waren bis oben zur Kammkante, aber sind dann nachher auch nicht mehr weitergegangen, weil wir sind auch noch ganz schön kaputt und wir wollen ja nicht noch eine Nacht hier oben schlafen, weil das war so kalt. Das wollen wir nicht nochmal riskieren, deswegen machen wir es auf den Rückweg. Und wir haben unterwegs einen Hund getroffen. Und ich glaube, der wandert jetzt mit uns runter. Also voll krass, dass da oben ein Hund rumrennt. Das ist, weil das sind jetzt, glaube ich, noch 9 Kilometer, die wir noch vor uns haben, gemeinsam mit dem Hund. Aber der ist fitter als wir, also da müssen wir uns keinen Kopf machen. Wir haben es geschafft. Wir sind 1600 Höhenmeter abgestiegen und sind jetzt wieder zurück am Ausgangspunkt. Jetzt wartet ein geheiztes Auto auf uns, weil wir haben natürlich die Heizung laufen lassen. Weil wir sind hier zwar nur auf 900 Meter, aber hier sind auch nachts unter minus 5 Grad. Und bevor uns alles kaputt friert, haben wir natürlich die Heizung laufen lassen. Aber wir sind auch echt froh, jetzt zurück zu sein. Aber oben konnten wir gar nicht so viel filmen, weil die ganzen Akkus haben den Geist aufgegeben. Lustigerweise, das einzige Gerät, was noch funktioniert hat, war die Drohne. Die konnte damit umgehen mit den Temperaturen. Aber die GoPro, die Lumix, die wollten alle nicht.